Moin Leute, Video Nummer 3. Wir sind im Central Park. In diesem Video werden wir nicht nur den Central Park sehen und Upper Manhattan, sondern auch noch Brooklyn. Es wird mega geil, bleibt dran. Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und nachdem wir in den ersten beiden Videos bereits Lower Manhattan mit Chinatown und Midtown rund um die krassesten Foodspots abgegrast haben, geht es heute in die Außenbezirke. Erst in den Central Park und dann ganz nach Süden an den Strand von New York. Werde damit in dieser Stadt gerechnet. Da habe ich hohe Erwartungen, Leute. Ich würde sagen, mein Highlight heute war, es war der Central Park. 1,5 Stunden später sind wir bei Nathan's. Der Park hat auf jeden Fall so Vibes von unserem alten Freizeitpark. Moin Leute, Tag Nummer 3, Video Nummer 3. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem Frühstück und zwar werden wir zu einem richtig geilen Bagelladen gehen. Der hat eine 4,9 Wertung auf 3000 Bewertungen. Einfach insane. Dafür fahren wir jetzt mit der U-Bahn kurz hin und dann geht es auch schon weiter. Mike, aus dem Auf, was machen wir heute nochmal genau? Wir werden uns den Central Park anschauen und dabei ein altes Diner besuchen, in dem es noch richtig urige Cola Floats gibt. Und danach testen wir die beiden bekanntesten Hotdogs der Stadt, Gray's Papaya und dann Nathan's. Damit wir gestärkt Coney Island im Süden unsicher machen können und danach auch noch alle Highlights von Brooklyn genauer anschauen können. Okay, vielleicht nicht alle, aber einige. Wir sind fast da. Erstmal gucken wir uns den Columbus Circle an, also ein großer Roundabout. Da, wo ein schönes Monument ist, kann man sich schon angucken. Und dann sind wir auch fast schon an einem Bagelladen. Aber der Central Park ist ja auch schon hier und es sieht echt geil aus. Denkmal hier übrigens ist für Christoph Kolumbus, der hier so ein bisschen gefeiert wird. Aus europäischer Sicht wird er ja auch als Entdecker gefeiert. Man muss aber auch mal sagen, dass gerade aus südamerikanischer bzw. amerikanischer Sicht der Natives hier Christoph Kolumbus und Co. eben nicht gefeiert obviously werden, sondern weil sie alles unterdrückt haben, die Länder ausgenommen haben, sozusagen die Zeit, die postkolumbianische Zeit ja eher eine Leidensgeschichte ist als eine Erfolgsgeschichte. Naja. Um hier auf einer positiven Note zu enden, das Wetter ist heute ausnahmslos schön und dann macht der Spaziergang durch den Central Park nachher noch viel mehr Spaß. Aber erstmal wichtig, wir brauchen was zu futtern, oder? Aber es ist weird, dass selbst so diese Gullideckel, wenn die Rauchschwaden rauskommen, ne, also wenn sozusagen der Dreck aus der U-Bahn kommt, dass sich selbst sogar das irgendwie gewohnt anfühlt, weil man das aus diesen Filmen mal kennt, wenn irgendwas Gruseliges oder so passieren soll oder wenn man so ein bisschen diesen New York-Flair einfangen will. Weird. Wir sind jetzt aber fast am Bagelladen, der ist nämlich direkt an dem Columbus Circle. Ich bin echt gespannt, wie gut er ist, weil eine 4,9 auf über 3000 Wertungen, da habe ich hohe Erwartungen, Leute. Hey, ich habe meinen Bagel! Die Schlange ist sehr lang, aber lasst euch nicht beirren, wir sind trotzdem irgendwie in 15 Minuten durchgekommen. Die haben unglaublich viele verschiedene Sandwiches, auch Smoothies und Co. Man kann hier also sehr viele verschiedene Sachen essen, auch glutenfree, vegan und. Ich habe den Bacon, Egg and Cheese Bagel mir geholt, hat jetzt irgendwie $9 gekostet. Ist also okay preislich, aber es ist auch krass, wie viele Spreads die haben. Das ist ja eh so ein New Yorker Ding, dass man Spreads draufpackt. Himmlisch, und die haben auch richtig coole Sandwiches, Smoothies und Co. Sieht auf jeden Fall schon mal nach einem richtig guten Bagelladen aus. Ich glaube, wir werden jetzt im Central Park uns da irgendwo hinsetzen und unseren Bagel erstmal genießen. Praktisch, dass der Laden wirklich nur 200 Meter vom Park entfernt ist. Und ich bin echt sehr gehypt. Immerhin kennt man die grüne Lunge New Yorks aus so vielen Filmen. Die Erwartungen sind also hoch. Schön im Central Park sitzen, den Bagel essen. Für mich bisher der beste Bagel. Die Konsistenz des Everything Bagels ist richtig geil. Nicht so süß wie der erste Bagel, aber richtig dick. Käse, Ei und Bacon drauf. Eine richtig geile Konsistenz. So kann man das Video starten, oder? Bevor wir jetzt wirklich in den Central Park eintauchen, schauen wir uns noch ein paar Gebäude am Rand an, zum Beispiel den Trump Tower. Trump ist scheiße, der Tower soll aber geil sein. Und das Plaza, das man aus Kevin alleine New York kennt. Bin gespannt. Selbst am Central Park herlaufen ist schon ein ikonisches Gefühl.
Weil man sieht auf der einen Seite den Central Park und auf der anderen Seite diese hohen Gebäude, wo die ganzen Apartments drin sind, wo dann die rich Leute ihre Penthäuser drin haben und dann auch so ein paar Edelhotels daneben. Da wollen wir ja gerade hin. Interessanterweise scheinen hier viele Nationalhelden Südamerikas zu sein, denn hier ist auch eins von Simón de Bolívar, direkt am Central Park, der ja im 19. Jahrhundert Südamerika bzw. die Länder Bolivien, Kolumbien und Co. von der spanischen Vorherrschaft befreit hat. Vielleicht ist das hier so ein Special-Gebiet dafür. Aber damit auch genug Kolonialgeschichte Amerikas. Wir fokussieren uns mal aufs Sightseeing, denn dafür sind wir ja schließlich hier. The Plaza, das Hotel aus Kevin allein in New York. Sieht echt krass aus. Und hier ist auch das obere Ende der Fifth Avenue, an der wir schon gestern entlang gegangen sind. Hier sind vor allem Chanel, Tiffany's und diese ganzen Edelmarken. Aber auch der Trump Tower. Da sind wir natürlich auch rein und ich bin echt erschrocken, wie selbstbeweihräuchernd dieser alte Typ ist. Trump-Fan werde ich in diesem Leben nicht. Naja, deswegen geht es jetzt auch weiter, kurz mal am bekanntesten Apple Store vorbei und dann in den Central Park. Wir klettern gerade so einen Felsen hoch, aber übrigens ein kleiner Fun Fact. Das sieht hier alles so wild aus, ist aber alles artificial. Das war mal ein Sumpf, der trockengelegt wurde. Da haben sie dann richtig schön architektonisch hier alles hingebaut. Bis auf einen Findling, den man hier irgendwo finden kann. Ist das alles man-made und nicht wild. Krass, oder? Die beliebtesten Spots hier am Southside des Central Park sind vor allem diese Felsen, weil da kann man schon hochklettern und sieht dann im Hintergrund diese krassen Hochhäuser. Perfekt für Fotospots übrigens. Jetzt auch warum die Amis den Central Park hier so hypen, weil die ganzen anderen Parks abscheißen dagegen. Das ist auch, glaube ich, der einzige Park, wo du dich wirklich auf eine Wiese legen darfst, weil alles sonst abgesperrt ist. Hier übrigens auch abends und frühmorgens. Deswegen kommt ihr tagsüber nur hin, weil sonst seht ihr hier wahrscheinlich nichts, beziehungsweise ist alles wieder zu, weil sie den Homeless People eben nicht gestatten wollen, dass sie sich hier ausruhen dürfen. Ne? Das ist jetzt, warum auch die Bänke immer so konstruiert sind, dass du dich nicht drauflegen kannst. Aber ja, der Central Park an sich, super schön, super viele Bäume. Man kann sich hier so ein bisschen verlieren und vergisst so ein bisschen, dass man in so einer riesigen Stadt ist mit 10 Millionen Einwohnern, finde ich. Man hört auch die Autos gar nicht mehr so laut hier. Der Park ist echt verwinkelter und besser geplant als die meisten anderen, die ich kenne. Und deswegen kann man hier auch so viel entdecken. Wir haben hier nur ein paar Stunden hier. Wenn ihr also mehr Zeit in New York habt, schaut euch weiter um und geht ruhig mehrmals in den Park, zumindest bei gutem Wetter, denn hier gibt es so viel noch zu sehen. Lustig ist, dass hier einige Leute mit ihren ferngesteuerten Booten hinkommen, um auf diesen kleinen Seen ihre Boote zu steuern. Und die haben sogar noch einen extra Bereich, der abgegrenzt ist. Habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Der Central Park wurde übrigens Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. Das hat, glaube ich, irgendwie 40 Jahre gedauert, bis sie den fertiggestellt haben. Und ist mit 3,49 Quadratkilometern einer der Top 20 größten Parke weltweit. Vergleichbar übrigens mit dem Tempelhofer Feld, das ein klein bisschen größer ist. Damit man mal so einen Vergleich habt, und gilt natürlich als die grüne Lunge New Yorks. Dafür, dass die Stadt so riesig ist und das mit Abstand der größte Park ist, ist er dann noch gar nicht so riesig, vor allem weil sogar noch der Zoo mittendrin ist. Ich bin jetzt nicht der große Zoo-Fan und so langsam setzt auch der Hunger ein. Deswegen verlassen wir mal den Park und suchen uns an der Upper East Side ein legendäres Diner. So, auf dem Weg zum Lexington Candy Shop sind wir jetzt noch am Met vorbeigekommen, also dem Museum of Metropolitan Art. Das ist aber auch ein richtig krass imposantes Gebäude. Ja, jetzt geht's aber weiter. Ich hab Bock auf einen Float. Wir sind auf der Upper East Side, genauer gesagt bei Lexington Candy Shop. Die haben natürlich Süßigkeiten, aber sie sind auch bekannt dafür, dass sie einen richtigen Oldschool-Getränke noch machen. Also Cola mit Sirup sozusagen anmischen und da Sparkling Water reinpacken. Und hier soll es einen richtig geilen Cola-Float geben. Ich weiß nicht, ob ihr Cola-Float kennt aus meinen Amerika-Videos. Könnt ihr hier oben übrigens schauen. Vielleicht den hauen wir uns aber rein. Die anderen beiden hatten das noch nicht. Ich bin gespannt, was sie dazu sagen. Die Einrichtung auch so oldschool wie so ein altes Diner. Wir sind in so einem Candy Shop und draußen sind so richtig viele uralte Cola-Flaschen. Die feiern Cola, glaube ich.
Verdict. Man muss ehrlich sagen, Eis mit Cola bzw. Cherry Cola haben wir noch nicht. Klingt erstmal weird, schmeckt aber gar nicht so schlecht. Ist eine gute Mischung hier. Ich hatte das hier einmal in Arizona, in der Route 66, da war das so ein bisschen überzuckert und Co. Hier ist es gut abgemischt mit der Kohlensäure und so, schmeckt es einfach ganz geil. Ist mal eine richtige Erfrischung. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Kalorien das hat. Ne? Aber klare Empfehlung, kommt hier mal hin. Oder vielleicht auch einfach nur eine Cola, weil die ist ja besonders, wie gesagt, indem sie einfach den Sirup mit Wasser mischen. Und das Diner ist auch sehr cute. Der Float liegt jetzt auf jeden Fall schwer im Magen, war auch echt teuer mit $12 pro Float. Jetzt sind wir ja in der Upper East Side und werden jetzt einmal quer durch den Central Park zur Upper West Side. Denn da gibt es einen der bekanntesten Hot Dogs. Heute testen wir ja Grace Papaya erst und danach Nathan's, direkt unten in Coney Island. Mal gucken, welcher besser ist. Okay, im östlichen Teil vom Central Park war es sehr steinig, fanden wir sehr gut. Hier dafür, in der Mitte, ist es deutlich dichter bewaldet und man hat so ein paar Wiesen, wo die Leute richtig chillen können. Hier erinnert es dann doch eher so an Parks aus Europa, wo man auch mal chillen kann und seine Ruhe hat und nicht 1 Million Menschen sind, auch wenn auf den Wegen immer noch sehr viele rumlaufen. Touristen halt wie wir, hassen wir ja. Naja. Der Teil des Parks erinnert mich auf jeden Fall stark an Berlin und den Tiergarten. Deswegen gefällt es mir auch so. Ruhiger und gemütlicher eben. Aber auch dieser Gang durch den Central Park endet mit dem Getümmel in der Häuserschlucht. Und dabei rennen wir direkt in eine Parade auch noch. Zufällig sind hier die Japan Parades. Deswegen mussten wir keinen Umweg nehmen. Diese Japan-Parade bedeutet nicht nur, dass es so eine kleine, etwas lame Parade ist, sondern übelst viele Stände an der Seitenstraße sind, wo man verschiedene Sachen essen kann, zum Beispiel auch Wagyu Beef und Grilled Scallops und jede Menge Teriyaki-Sachen. Man kann ja auch lernen, wie man Origami macht. Für Japan-Fans auf jeden Fall cool. Wir wollen aber weiter zu Grace Papaya, weil die Zeit drängt. Wir wollen ja noch nach Brooklyn heute. Wenn man über New Yorker Hot Dogs redet, gibt es 2 Institutionen. Einmal Nathan, da gehen wir später hin, und Grace Papaya an der Upper West Side. Ich bin sehr gespannt, die sollen richtig schöne Frankfurter haben. Der Laden sieht schon mal sehr urig aus. Traditionell sind Hot Dogs hier sehr billig. Der hat jetzt $4 gekostet. Ist halt ein sehr amerikanischer Hotdog. Die Cheese-Soße ist sehr deftig. Man kann den mit Relish, mit Sauerkraut und Co. haben. Man kann auch noch Chili extra Topping haben. Ich hatte jetzt noch keinen anderen Hotdog hier, deswegen habe ich keinen Vergleichsbereich. Mal schauen, wie Nathan's nachher schmeckt. Da fahren wir jetzt mit der U-Bahn hin. Das ist eine Stunde entfernt oder länger, weil es ganz unten in Brooklyn ist, der Originalshop. Deswegen, ihr springt da jetzt einfach hin. Bis gleich. Klarer Tipp also, plant eure Fahrten gut. Denn hier verliert man einiges an Zeit in den Subways, wenn man nicht aufpasst. Kleiner Tipp, wenn ihr mal eine epische Supermarktkette hier finden wollt, dann Trader Joe's. Die haben relativ billiges Essen, also Verhältnis in den USA. Dafür auch sehr gutes organisches Essen, ne? Organic Food. Und eine gute Auswahl und auch interessante Dips und Co. Hier habe ich echt schon, als ich das letzte Mal in den USA war, ja viel Zeit verbracht. Und auch am letzten Tag kaufe ich mir echt viele Snacks hier, aber egal, Coney Island ist jetzt dran. Und da ist 1,5 Stunden später, sind wir bei Nathan's. Das ist der Original Store, der sieht richtig geil aus, richtig groß vor allen Dingen auch. Bin gespannt, ob der besser schmeckt als Grace Papaya. Wir machen direkt den Test für euch. Auch hier ein Nostalgie-Shop, der an die goldenen 60er Jahre erinnert. Zumindest von außen. Innen wird nämlich klar, die sind für den Massenandrang vorbereitet. Der Hotdog hier übrigens auch eher puristisch, mit Käse und Bacon oder Sauerkraut. Allzu wilde Version, auch hier Fehlanzeige. Fazit, der Nathan's Hotdog ist definitiv 10.000 Mal besser als der von Grace Papaya. Weil der Grace Papaya hat nicht wirklich geschmeckt. Nathan's hatte so eine leicht rauchige Note, also ist auf jeden Fall ein richtig guter Hotdog. Wenn man Hotdog als richtig gut bezeichnen kann. Ne? Ich finde, das ist eher so ein Snack. Jetzt so viel besser als die von Ikea schmecken die nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Institution hier und ich habe gesehen, warum die so bekannt sind. Ist ja vor allen Dingen, weil dieser International Hotdog-Wettbewerb, wo dann sich die Leute immer massenweise in New York reinfressen und Weltrekorde aufstellen, der ist gesponsert von Nathan's. Deswegen sind die so weltberühmt. War aber auf jeden Fall lecker.
fast $6 aber gekostet. Dafür so eine richtig coole alte, so ein cooler alter Schuppen hier. Und wir sind direkt am Luna Park, wo wir jetzt schön in den Freizeitpark gehen können. Direkt am Meer. Ist ja so ein bisschen üblich hier in den USA, dass sie da so ein paar Freizeitparks haben, wo man dann for free rein kann, aber drin alles bezahlen muss. Die Parks hier gibt es übrigens zum Teil schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Krass, oder? Leider sehen einige Fahrgeschäfte auch so aus, als hätten sie die letzten Jahre nicht so gut miterlebt. Andere hingegen sind niegelnagelneu. Der Luna Park hat auf jeden Fall so Vibes von so einem alten Freizeitpark oder so einer Fair, wie man sich die hier in den USA vorstellt. Sehr viele Geräte, deutlich größer als die ich jetzt in Santa Cruz gesehen habe oder auch Santa Monica in Los Angeles. Aber auch sehr viel runtergekommener, würde ich jetzt mal sagen. Aber dennoch eine riesige Auswahl und ich glaube gerade mit Kindern ist es richtig cool hier. Wie gesagt, der Freizeitpark hat ja freien Eintritt, dafür muss man dann an den Geräten immer sehr viel bezahlen. Zum Beispiel hier $10 für das Riesenrad. Das ist aber so eine Mini-Achterbahn drin, also die Waggons bewegen sich so ein bisschen. Dann gibt es hier mit dem Phoenix noch ein größeres. Die Auswahl ist echt groß, hier sind echt einige Leute, ist aber auch ein Samstag. Ne? Trotzdem nicht überfüllt, weil es ja sehr weit weg ist von Manhattan und Co. Hier kann man auf jeden Fall einen schönen Nachmittag dann verbringen. Vor allem sollte man sich vor Augen führen, wir sind hier in New York und die haben einen Strand am Atlantik. Wie unfair ist das bitte? Der sieht auch noch richtig gut aus. Wenn es hier mal richtig warm wird, ist es bestimmt arschvoll. So einer Größe habe ich nicht gerechnet. Das geht ja bis da hinten noch super viel weiter. Und hier ist dann der Strand. Und ich habe nicht, also wenn einer von New York redet, rede ich ja nicht von Strandfeeling und Promenaden. Ne? Aber hier ist ein richtig schöner Strand. Wenn es hier mal richtig warm wird im Sommer, die 3-4 Tage, dann lohnt sich das hier runterzukommen. Strandtag, 1 Stunde von Manhattan entfernt. Coney Island existiert schon seit über 100 Jahren. Und die Läden sehen zum Teil auch richtig alt aus. Man kann sich wirklich vorstellen, wie die in den 50er, 60er Jahren das hier renoviert haben und das so ein richtiger High-Place war, wo die Familien hingekommen sind. Und jetzt hat es dann halt nachgelassen, aber es hat immer noch diesen Nostalgiefaktor. Und der Luna Park ist auch nochmal direkt daneben, es ist super eng, also neben mehrere Parks nebeneinander sozusagen. Und das ist dann wirklich Geschäft, Fahrgeschäft an Fahrgeschäft an Fahrgeschäft. Jetzt gehen wir hier hoch, da vorne ist das Aquarium, da werden wir aber nicht reingehen. Wir werden hier trotzdem mal so ein bisschen entlang gehen, die Promenade ein bisschen genießen. Und hier ist es dann auch so ein bisschen ruhiger und nicht mehr so viele Menschen. $75 bekommt man hier übrigens auch einen, so einen Free Pass, wo man 4 Stunden lang fast alle Rides bis auf 3 Rides nehmen kann. Also wenn ihr wirklich mal richtig Rides durchhauen wollt, ist das wahrscheinlich eine gute Option. Man wird hier auch extrem nass bei der Wildwasserbahn, krass. Und die sind auch teilweise mit Loopings und so. Also es ist auf jeden Fall nicht so ein easy Ding, wie man es sonst kennt. Genereller Tipp für Brooklyn, nehmt euch viel mehr Zeit. Brooklyn ist deutlich größer als Manhattan von der Fläche und es ist auch nicht so dense, also es sind nicht alle Spots auf einmal zu finden, sondern ihr habt richtig viele Spots vereinzelt komplett. Brooklyn ist halt viel lebendiger in dem Sinne. Wir sind zum Beispiel jetzt nach Coney Island über 1,5 Stunden gefahren. Wir werden jetzt 1 Stunde bis Dumbo hochfahren, dann nach Williamsburg hoffentlich mit der Fähre, mal schauen, ob das klappt. Ist auf jeden Fall mehr Strecke, die man mit der Bahn zurücklegt. Alright, wir sind beim nächsten Stop angekommen, nach 1,5 Stunden Fahrt. Dumbo. Hier werden wir uns nur kurz aufhalten. Es lohnt sich aber trotzdem, denn hier ist einer der bekanntesten Ausblicke New Yorks. Ja, ihr werdet es gleich sehen und ihr wisst sofort, was ich meine. Jetzt hier ist unglaublich viel los. Also hier ein Bild zu bekommen, wo keine Menschen drauf sind, ist fast unmöglich. Das hinter mir ist die Manhattan Bridge und die sieht man von Dumbo hier so perfekt, dass man hier einfach diesen View drauf hat, den man aus so vielen Filmen und Bildern und Co. kennt. Ist richtig geil, wenn man, glaube ich, zur richtigen Tageszeit hier ist, kann man sogar den Sonnenuntergang passend sehen. Ich mache ein paar Bilder hier, genieße das ein bisschen und dann geht es weiter nach Williamsburg, denn da soll es Brauereien geben und geiles Essen. Ist auf jeden Fall mal lohnenswert vorbeizugehen. Das sieht richtig geil aus, man kann sogar das Empire State Building durch die Brücke durchsehen. Das ist natürlich super überfüllt. Wahrscheinlich, wenn ihr hier um 4 Uhr, 5 Uhr morgens im Sommer hingeht, dann habt ihr den Spot. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Es ist so schon cool genug. Richtig ruhig wird es hier eh nicht, weil die Bahnen so verdammt laut sind. Wohnen würde ich hier nicht wollen. Wir versuchen jetzt mal die Fähre zu finden und dann nach North Williamsburg zu fahren. Ja, mal gucken, ob das klappt. Die kosten ein paar Dollar nur. Da kann man über den Hudson River fahren. Ansonsten fahren wir halt mit der Bahn hin.
Auf der anderen Seite, da fahren wir nicht hin. Die Fähre kostet übrigens nur $4, super billig. Wir haben jetzt eine bekommen, ich glaube, die fährt alle 20 Minuten oder alle 30 Minuten. Ziemlich chillig. Können wir jetzt über den Hudson River gehen und dann geht's ab nach Williamsburg. Natürlich ist das langsamer als mit der Bahn, aber auch ein schönes touristisches Element, wenn man die beiden Ufer sich in Ruhe anschauen kann. Wir gehen jetzt schön diese Promenade entlang, dann kann man einen schönen Ausblick auf die Skyline von New York mal haben. Und dann sind wir gleich auch schon am Domino Park, wo es bestimmt einige leckere Sachen gibt. Aber erstmal die Sonne genießen. Außer die schöne Aussicht bietet der Dominus Park jetzt nicht wirklich viel. Wir sind auch eigentlich hier, weil hier noch eine Brauerei ist, die wir besichtigen wollten. Wir sind jetzt in der Other Half Brewery. Ich habe ja gesagt, in Williamsburg gibt es einige Craft-Bier-Brauereien. Wir sind zu einer hingegangen. Ben und ich haben uns ein Bier geholt. Ben hat das Blue Crab. Wie schmeckt das? Geht wohl. Ich habe mir einen Cider geholt, einen Dry Rosé Cider. Schmeckt echt gut. $7 für ein Medium-Ding. Ganz angenehm. Habe ich schon teurer gesehen in San Diego und Co. Wir gehen nachher noch eine Brauerei. Vielleicht holen wir uns jetzt aber erstmal hier noch ein Bierchen und genießen so ein bisschen das Wetter. So Leute, wir laufen jetzt durch Williamsburg zum Fedora. Die ersten 2 Bier waren richtig gut. Hier ist richtig viel los, hier gibt es richtig viele Bars, Restaurants und Co. Und dann gehen wir jetzt zu unserem ersten Essen richtig, weil wir wollen jetzt mal Abend essen. Und dann gibt es noch 2 Bierchen oder so. Ich habe ja schon im ersten Video gesagt, dass mir Williamsburg gefällt. Das liegt vor allem an den Backsteinhäusern und den Bars und Restaurants, die überall aufpoppen. Eben richtig wohnlich. Okay, Williamsburg ist richtig krass. Hier gibt es super viele Bars, es ist richtig hip. Hier geht richtig viel ab. Ich glaube, gerade abends kann man hier sehr, sehr viel Zeit verbringen. Wir haben uns jetzt für Fedoras entschieden. Die machen Philly Cheesesteak, das soll richtig geil sein. Aber auch sehr teuer. Wir haben jetzt für 3 über $70 bezahlt. Die sind auch in Large. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Danach gehen wir in die nächste Bar. Ihr seht jetzt die Highlights von meinem Essen und dann sage ich euch mal, wie es schmeckt. Ne? Ich war noch nie in Philly. Aber so stelle ich mir Philly Cheesesteak vor. Es hat sehr saftiges Fleisch mit Käse und Onions. Ein schönes, gutes italienisches Brot. Ich will nicht behaupten, dass ich den Preis weg, weil es schon sehr teuer war. Aber an sich ist es mit Abstand das beste Philly Cheesesteak, das ich hier hatte. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizukommen. Fedoras ist auf jeden Fall ein kleiner, guter Laden, der auch sehr oldschool aussieht. Super nette Leute hier in einer guten Gegend, wo man auf jeden Fall sich gut satt essen kann. So Leute, wir gehen jetzt noch in die Epps Bar, die ist hinter mir. Hier noch ein paar Bilder dazu. Da trinken wir noch ein paar Bierchen, genießen den Abend. Ich sage euch aber auf Wiedersehen. Wir haben es geschafft. Wir haben Williamsburg am Ende ein bisschen gesehen. Wir haben Coney Island gesehen. Wir haben den Central Park gesehen. Ich würde sagen, mein Highlight heute war... Es war der Central Park. Irgendwie sehr cool. Sehr viele coole Steine auch, auf die man sich stellen konnte, auf die man so ein bisschen Ausblick genießen konnte. Es war aber auch geiles Wetter. Deswegen hat der Central Park auch sehr gut geflowt. Apropos Float, das Float war auch interessant. Nicht so lecker, aber am Ende war auf jeden Fall das Philly Cheesesteak hier sehr lecker. Hau da rein. Wir sehen uns im 4. Video. Ein Video haben wir noch, da machen wir noch ein paar geile Sachen zum Abschluss in New York. Tschüss. Genau, denn jetzt wartet noch Ellis Island mit der langen Migrationsgeschichte New Yorks und natürlich die Statue of Liberty. Aber das reicht nicht für ein Video. Deswegen endlich das große Fastfood-Review, auf das wir alle gewartet haben. Aber jetzt erstmal die Highlights.